Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Diesmal werde ich euch zeigen, wie man selber Moossterne basteln kann. Die sind auch super geeignet als Weihnachtsdeko und als Grundlage für den ersten Moosstern werde ich diesen Karton verwenden. Ich werde mir jetzt als erstes einen Stern auf meinen Karton zeichnen, welcher später ausgeschnitten werden wird. Mein Stern wird so mittelgroß werden, ihr könnt das Ganze aber auch größer oder halt kleiner machen. Ich mache mir jetzt hier mal ein Dreieck und dann kommt jetzt einfach ein zweites Dreieck hinzu. Und dann kann man das jetzt hier alles noch so ein bisschen verfeinern, ne? Diese Spitze hier unten gefällt mir persönlich jetzt noch nicht. Deswegen passe ich das jetzt hier alles mal so ein bisschen an. Kann mir ruhig noch ein bisschen spitzer werden. Wobei ich gerade überlege, ob ich das Ganze noch ein bisschen größer haben möchte. Ja, wir können das ruhig noch ein bisschen ausweiten. Ja doch, so hat mein Stern eine ganz gute Größe und jetzt wird er als nächstes ausgeschnitten werden. An den Rand des Sterns werde ich jetzt ein Loch hinein machen, weil an diesem Loch wird jetzt gleich Bindedraht befestigt werden. Ich habe jetzt hier einfach diesen Dorn genommen und wie gesagt, da wird jetzt Bindedraht dran befestigt werden. Ihr könntet jetzt theoretisch gesehen auch den ganz feinen Bindedraht nehmen, müsst ihr immer nur gleich aufpassen beim Wickeln, weil der feine Bindedraht, der kann gut und gerne auch mal reißen während des Bindens. So, ich habe mich jetzt hier bewusst für einen richtig grünen Draht entschieden. Ihr könnt auch einen dunklen Draht nehmen, den würde man dann später ja fast gar nicht mehr sehen. Oder ihr nehmt einen blauen oder einen pinken Draht, da gibt es ja auch ganz viele ganz viel Farbauswahl bei dem Bindedraht. Das ist jetzt hier Plattenmoos und das wird jetzt auf meinen Stern aufgelegt werden. Wenn da jetzt noch so viel Erde bei eurem Moos drunter sein sollte, einfach mal abfrieren. Muss ich jetzt hier stellenweise auch noch machen. Lege ich mir jetzt hier auf den Stern drauf. Ja, erstmal hier ein bisschen Erde abfrieren. Sowas hatte ich auch schon mal mit einem Stern, mit einem Herz gemacht. Da war die Grundlage auch aus Karton. Und dann wickele ich das jetzt hier einfach mal fest. Ja, ich mache jetzt erstmal das eine Stückchen hier, dass das hier schon mal dran sitzt. Die Rückseite wird jetzt in meinem Fall mitgestaltet werden nachher. Wenn man die jetzt bei euch nicht sehen sollte, diese Kartonrückseite, dann müsst ihr die jetzt auch nicht mitgestalten mit Moos. Werde ich allerdings machen. Jetzt gehe ich mal so hier entlang, immer so kreuz und quer mit dem Bindedraht festwickeln. Rückseite könnten wir jetzt auch schon mal machen. Man kann da auch Dschungelmoos für nehmen. Einige kennen das auch unter dem Namen Tillandien oder ihr nehmt, Islandmoos. Sieht auch schön aus. Ich bin jetzt gerade dabei, mir meinen Moosstern auch etwas auszuformen und ich überprüfe ihn jetzt, ob an irgendeine Stelle noch Moos hin darf. Hier ist zum Beispiel eine Stelle, da kann noch etwas Moos eingearbeitet werden. Das lege ich jetzt einfach auf das vorherige Moos und wickel das auch mit dem Bindedraht fest. So, ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr jetzt eine Stelle haben solltet, wo noch zu wenig Moos ist, einfach da nochmal etwas einarbeiten. Ja, und wenn man da schon gut Draht drumherum gewickelt hat, dann kann man den richtig gut formen, diesen Moosstern. Ich will die ganze Zeit Moosherz sagen. Nein, Moosherz hatten wir, glaube ich, letztes Jahr gemacht, weiß ich nicht mehr. Das soll jetzt ein Moosstern werden. Ich komme hier schon ganz durcheinander. Ich finde, das sieht auch ganz cool aus mit diesem giftigen Bindedraht. Auch nochmal drum. Den Draht, den darf man auch ruhig sehen. Sonst hätte ich jetzt auch keinen giftig grünen genommen. Ja, immer hier so kreuz und quer mal drumherum wickeln. Und das Moosherz, was ich letztes Jahr irgendwann mal erstellt hatte, das war auch ein paar Monate draußen. Das war jetzt überhaupt kein Problem mit dem Karton. Der war jetzt nicht irgendwie zerfallen oder so. Das hätte man Monate hängen lassen können. Das war als Grabdeko gedacht. Ne? Für sowas ist das ja auch schön geeignet. Jetzt gucke ich hier mal, ne? Wieder hier so ein bisschen ausformen. Soll ja letzten Endes ein Stern sein. Ich meine, Gott weiß, wie symmetrisch wird man das jetzt auch nicht unbedingt hinbekommen. Aber ich denke, so kann man auf jeden Fall schon mal erkennen, dass das ein Stern ist. Dann mache ich hier noch eine kleine Runde hier vorne so ein bisschen.
Bevor ich jetzt meinen Bindedraht einfach abschneide, gucke ich nochmal sicherheitshalber, ob mir das Ganze jetzt auch so gefällt. Aber in meinem Fall macht das jetzt schon mal einen guten Eindruck. Wo ist meine alte Drahtschere? Ach, da hinter mir. So, Bindedraht wird jetzt abgeschnitten. Wer möchte, kann aber jetzt auch noch mit dem Bindedraht so eine kleine Schlaufe formen. Und den Bindedraht verwurstel ich jetzt mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Jetzt machen wir mal einen kleinen Knoten hinein und verzwirbel das Ganze. Das Drahtende stecke ich jetzt hier in das Moosherz. Ich habe es ja auch gerade mit Moosherz und Moosstern. Stecke ich da gleich rein. Ne, einfach hier so ein bisschen verzwirbeln. Ich drehe jetzt den Stern, damit der Draht schön stramm da gleich dran ist. Ende stopfen wir das einfach rein. Wenn ihr jetzt Stellen haben solltet, wo euch der Draht noch zu locker dran ist auch kein Problem. Dann auch noch mal so ein bisschen verzwirbeln. Ne? Dann wird das Ganze noch mal strammer. Aber ich glaube, das ist jetzt hier alles schon mal so weit, so gut. Man kann das aber auch anders aufhängen. Da könnte man jetzt wieder seinen Dorn nehmen, einfach hier ein Loch hinein machen. Halt an der Stelle, wo man den Stern aufhängen möchte, und dann kann man da auch ein Band durchziehen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das machen werde, weil mein Stern wird jetzt auch noch ein bisschen weiter dekoriert werden. Eben noch mal gucken. Doch, ich glaube, der ist ganz cool geworden, mein Stern. Ich werde meinen Stern mit Zweigen und Zapfen der Lerche dekorieren und dann habe ich hier auch noch ein paar Flechten liegen. Da bin ich mir jetzt allerdings unsicher, ob die auch mit eingearbeitet werden. Ja, und die Zweige, die lege ich erst einmal unter meinen Bindedraht und befestige die aber auch noch zusätzlich mit der Heißklebepistole. Die Flechten würde ich komplett mit der Heißklebepistole befestigen, dann halten die einfach besser. Meine Hunde machen jetzt hier gerade Quatsch in meiner Werkstatt. Naja, jedenfalls bin ich jetzt auch froh, dass ich die Flechten nicht mit eingearbeitet habe, weil irgendwie passten die jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich da hinein. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die eingearbeitet hättet oder halt nicht. So, der Stern kann jetzt erst einmal beiseite, wobei ich glaube, ich räume jetzt hier erstmal den Arbeitstisch auf und dann komme ich zu Stern Nummer 2. Für den zweiten Moosstern werde ich jetzt Draht als Grundlage verwenden und der Draht hat jetzt in meinem Fall eine Stärke von 2 mm und aus diesem Draht forme ich mir jetzt einen Stern zurecht. Ich habe mir den Draht jetzt wirklich nur grob zurechtgebogen und jetzt werde ich den hier mal abschneiden und forme meinen Stern mal weiter aus. So, das hier kann jetzt erst einmal beiseite. Hier mal eben ein bisschen drum wickeln, damit das nicht andauernd aufgeht. So, das kann weg. Ja, wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur so grob geformt. Und jetzt mache ich so die Detailarbeiten, dass das noch mehr zu einem Stern wird. Aber ich muss zugeben, das ist schon so ein bisschen friemelig. Diesen Stern habe ich jetzt bewusst nur mit, ja, wie soll ich sagen, 5 Armen gemacht, weil es einfach einfacher ist, als wenn man das mit 6 Armen machen würde. So, jetzt muss ich das hier noch ein bisschen drumherum wickeln, den Anfang und das Ende vom Draht. Ja. Na, das kann ich aber auch ein bisschen hübscher. Okay, jetzt nehme ich mir mal ganz feinen Bindedraht, wenn ich jetzt wüsste, wo ich meinen hingelegt habe. Ach, da ist er. Ist jetzt in meinem Fall ein silberner Bindedraht. Die Farbe ist jetzt aber auch egal. Da habt ihr ja auch eine Riesenauswahl an den Farben. Was die Farben des feinen Bindedrahts angeht, habe ich jetzt hier schon an irgendeiner Stelle meines Sterns dran gewickelt. Und da fällt mir gerade auf, ich muss noch mein Moos nach hierhin holen. Das ist jetzt Islandmoos, das gibt es aber auch noch in anderen Farben. Ja, und das wird jetzt hier an meinem Stern eingearbeitet werden. Ich muss mir das hier mal eben so ein bisschen zurecht friemeln. Machen wir jetzt hier so, ja, wie soll ich sagen, ne? So kleine Bündel im Prinzip mache ich mir jetzt aus dem Islandmoos. Da ist der Bindedraht, aber ich lege das mal anders hin. Lege ich jetzt auf den Bindedraht. Ich bedecke auch die Rückseite mit Islandmoos und wickel das mit meinem feinen Bindedraht fest. Ach, und wer jetzt keine Lust hat, sich so einen Stern aus Draht selber zu basteln, die kann man auch schon fertig kaufen. So, jetzt nehme ich mir wieder Islandmoos. Die Spitzen, die sind jetzt ein bisschen schwieriger. Da knicke ich jetzt mein Islandmoos und wickel das auch wieder mit dem Bindedraht fest. Ja, das mache ich halt so lange, bis alles von dem Stern bedeckt ist. Das wird dann immer so versetzt auf das vorherige Islandmoos eingearbeitet werden.
Ich bin jetzt hier am Ende meines Sterns angekommen und jetzt wird der Anfang von dem Islandmoos etwas angehoben und das letzte Moos platziere ich auch so ein bisschen unterhalb von dem Anfang. Aber ich glaube, das war jetzt ein Tacken zu wenig. Machen wir mal ein etwas größeres Bündel anheben, drunter legen und wickel das jetzt auch wieder mit meinem feinen Bindedraht fest. Ja, so lange, bis es halt fest ist. So, jetzt nochmal gucken. Ich schaue mir mal die Rückseite an. Ja, in meinem Fall ist die jetzt auch schon bedeckt. Sollte das bei euch jetzt nicht der Fall sein, dann auch nochmal mit Islandmoos bedecken. Jetzt schneide ich den Bindedraht ab und verwebe den mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Mal eben einmal hier durchkommen. Verzwirbel ich jetzt so miteinander. Das Ende stecke ich jetzt hier einfach mal irgendwo hinein. Ja, und jetzt kann man noch überlegen, ob man das Ganze noch weiter dekorieren möchte. Ach ja, und was ihr auch noch machen könnt, ihr könnt den jetzt immer noch etwas ausformen, den Stern. Ne? Das kann man immer noch so hin und her bewegen. Ne? Zumindest so ein bisschen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, meinen Moosstern noch weiter zu dekorieren. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!